Im Leben muss man manchmal die Richtung ändern, um seinen Weg zu finden. Und so muss man auch beim Reisen manchmal abbiegen, um ein Land kennenzulernen. Dorthin, wo kein Reiseführer mehr greift, wo kein Algorithmus mehr rät, wo man nicht weiß, was einen erwartet. Denn oft schlummern genau dort Antworten auf Fragen, von denen wir nicht einmal wussten, dass wir sie haben. Unterwegs im 7. Jahr unserer Weltreise. Diesmal durchs Reich der Mitte. Durch China. Aber nicht durch das China der Schlagzeilen. Nicht durch das China der Hochglanzfassaden und glitzernden Skylines. Sondern durch das dazwischen. Tausende Kilometer sind wir gereist. Entlang der alten Seidenstraße. Und durch die ärmsten Provinzen einer aufstrebenden Supermacht. Ohne Erwartungen, ohne Ziel, ohne Plan fanden wir mehr, als wir je hätten suchen können. Zwischen Wüsten und Bergen, zwischen Wind und Weite. In staubigen Straßen, wo abgeblätterte Plakate vom Gestern erzählen. Und uns mehr über dieses Land verrieten als jede politische Analyse. Denn hinter der Fassade der Macht, hinter dem Narrativ des Aufstiegs, liegt ein anderes China. Ein China, das selten erzählt wird. Rau, vielfältig, wunderschön. Und vielleicht näher an der Wahrheit als all das, was so laut davon ablenkt. Hallo Freunde, ja, nachdem wir die ersten 2 Wochen auf unserer China-Reise den Süden und das Zentrum des Landes bereist haben, befinden wir uns mittlerweile im Nordwesten in der Gansu-Provinz, in einem Städtchen namens Dunhuang. Und ja, hier ist auf jeden Fall ein etwas anderes China, ein bisschen fernab der hochmodernen, futuristischen Metropolen, die wir bislang so auch gesehen haben. Ja, hier ist auf jeden Fall deutlich ländlicher alles und auch deutlich ärmer auf jeden Fall. Ja, und in den kommenden Wochen werden wir so ein bisschen die alte Seidenstraße in China entlang reisen und uns so vom Nordwesten zum Nordosten des Landes langsam begeben mit dem Zug. Hier ist es auf jeden Fall auch von der Vegetation ganz anders. Also im Süden war es ja auch teilweise tropisch und hier ist es, ja, ist Wüste. Also wir befinden uns, glaube ich, auch sogar in den südlichsten Ausläufern der Gobi-Wüste. Und das spürt man, es ist auf jeden Fall auch mega heiß, aber auch sehr trockene Hitze, was auf jeden Fall angenehmer ist, so zum Rumlaufen als ja, so schwüle Temperaturen. Schwitzt man zumindest nicht so ganz doll. Bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt die kommenden Wochen so bereithalten für uns und freue mich auf jeden Fall, die Region hier zu erkunden, weil also ich persönlich habe von der Region noch nicht allzu viel gehört und gelesen und ja, es ist halt dementsprechend so ein bisschen ein kleines Überraschungspaket. Ich freue mich drauf. Gansu ist Chinas Armenhaus. 25 Millionen Menschen leben hier, verstreut über eine Fläche größer als ganz Deutschland. Damit zählt die Provinz zu den am dünnsten besiedelten Regionen des Landes und vielleicht auch deshalb zu den am stärksten benachteiligten. Es fehlen Megastädte, es fehlen Tech-Konzerne, es fehlt der Anschluss an das neue glänzende China. Was bleibt, sind Solarfelder, die sich über karge Hügel spannen und Fabriken, die schwarzen Rauch in die Luft blasen, aber nur wenig Geld in die Kassen spülen. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei kaum 5.000 Euro pro Kopf. So niedrig wie in keiner anderen Provinz des Landes. Auch in Dunhuang, diesem Örtchen, dessen Name klingt, als würde ihn der Wind singen, wirkt Wohlstand wie ein fernes Versprechen. Einst eine bedeutende Station der alten Seidenstraße verlor die Stadt über die Jahrhunderte an Einfluss, aber nicht an Glanz. Denn ihre Gassen stecken noch immer voller Geheimnisse, ihre Menschen voller Geschichten und ihr Umland voller Wunder. Das hat auch die chinesische Regierung erkannt und pumpt seit einigen Jahren verstärkt Geld in den Tourismussektor der Region. Die Strategie scheint aufzugehen. Rund 20 Millionen Besucher kamen 2024 allein nach Dunhuang.
Denn wie überall in Gansu hat auch diese Stadt etwas, was in einem Land mit fast 1,5 Milliarden Menschen selten geworden ist. Weite. Landschaften, die klingen wie alte Legenden. Dünen, die singen, wenn der Wind sich dreht. Seen mitten in der Wüste, rund wie der Mond. Auch wenn wir kaum andere Weiße sahen, chinesische Reisende haben diesen Ort längst für sich entdeckt. Hier können sich Städter fühlen wie Nomaden. Sie erklimmen Dünen so hoch wie Berge, reiten Kamele, schlüpfen in alte Trachten und posieren darin für Social Media. Und rücken Gansu, diese lange vergessene Provinz, plötzlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Tourismus bringt Arbeitsplätze, füllt Hotels, Cafés, Straßenstände. Er hält junge Menschen in der Region und er hilft, wenn auch nur zaghaft, bei der Armutsbekämpfung. Aber vielleicht ist es hier sogar noch mehr als nur ein Geschäft. Vielleicht ist er eine leise Hoffnung, endlich gesehen zu werden. Nicht als Armenhaus, sondern als erstes Kapitel einer alten Geschichte. Morgen. Morgen. Bist du müde? Ja, es ist meine Zeit. Aber so früh ist es auch nicht. Ja, es ist jetzt so 8 ungefähr. Und wir haben heute, also um quasi uns die Region hier vernünftig anschauen zu können, ja, so eine Art Bustour gebucht. Ja, das ist halt in China, das finde ich halt ein bisschen schwierig so, Ja. also individuell irgendwas sich anzuschauen. Also wahrscheinlich hätten wir uns in einem anderen Land irgendwie ein Auto gemietet. Aber als ausländischer Tourist, also ohne chinesischen Führerschein, kann man sich eigentlich kein Auto mieten hier im Land. Wie hat dir gestern der Tag so gefallen? Wie hat dir die Stadt so gefallen? Wie gefällt dir die Region hier bis jetzt? Ja, die Stadt irgendwie nichts Besonderes, würde ich sagen. Ja. So ein bisschen so kleinstadtmäßig. Ja, aber da bei uns abends auf den Dünen hat es mir voll gut gefallen. Es war halt krass, wie viele Menschen da waren. Es war wie so ein Konzert Ja. in der UBA-Arena. Ja. Also so riesig, aber so unfassbar viele Menschen. Und, aber es hat mich jetzt nicht gestört, sondern irgendwie war das so heftig, sich das einfach anzusehen. Ja, genau. Ich glaube, man muss sich einfach drauf einlassen. So, ne? Ja. Ja, aber ich finde es halt auch eigentlich voll schön, dass es immer so, trotz dieser Menschenmassen, also war voll die friedliche Stimmung da und voll ausgelassen und alle haben sich irgendwie so gefreut und gesungen und getanzt. Weißt du, so egal ob jung, alt. Ja. Und ja, das war eigentlich eine richtig coole Atmosphäre. So. Ja. Ja. Ja, wir fahren jetzt zu unserem ersten Spot. Und dann schauen wir mal, ne? Genau. Was uns da erwartet, ich habe gar keine Ahnung. Zurück auf der Seidenstraße. Bereits vor 2 Jahren folgten wir diesem uralten Handelsweg tausende Kilometer weit durch Kasachstan und Usbekistan. Und damals wie heute ist uns eines klar. Ihr Name mag weich klingen wie der Stoff, den sie einst transportierte. Doch sanft war die Seidenstraße nie. Sie ist rau, karg, widersprüchlich. Und vor allem keine Straße. Vielmehr ein Flirren im Staub, ein Netz aus Möglichkeiten, gewachsen mit jedem Schritt und jeder Begegnung. Sie verband Kontinente, Königreiche, Kulturen. Sie war ein Versprechen von Austausch, aber auch ein Spiegel imperialer Interessen. Sie brachte Reichtum und Krieg, Wissen und Macht, Ideen und Armeen. Für China ist die Seidenstraße heute mehr als Mythos. Sie ist Symbol und Strategie zugleich. Denn hinter dem Namen der alten Straße steht längst das Fundament der neuen.
Und diese neue Seidenstraße folgt nicht dem Wind, sondern dem Kapital. Sie ist kein romantisches Abenteuer, sondern ein geopolitisches Infrastrukturprojekt, das Handelswege sichert und Loyalitäten schafft. Was früher Karawanen waren, sind heute Containerzüge. Was einst Begegnung war, ist heute Kalkül. Und doch könnte auch die neue Seidenstraße ihre ganz eigene Dynamik entfalten. Geschichten spinnen, wo niemand hinschaut. Menschen verbinden und damit verändern. Denn vielleicht lag genau darin schon immer ihr eigentlicher Zauber, dass sie sich dem entzieht, der sie für sich beanspruchen will. Forget about signs and rules, oh, the payment and the long, long roads, yeah, and you're always in such a rush, with your life playing from the stereo, oh. But all alone, and you're always staring at your phone. You need another great relief. We all need a turn and leave. Oh baby, this time will be gone forever, never in a lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now, 'cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night long. So, wir sind gerade im nächsten Ort angekommen. Zugfahrt war wie immer sehr unkompliziert und ich habe mich auch ein bisschen schmantig gefühlt und war jetzt erstmal duschen und habe dafür selbstverständlich meinen Schaumschläger vom Duschbrocken verwendet. Ja, die Duschbrocken sind schon seit geraumer Zeit unser treuer Begleiter auf Reisen, egal ob wir mit dem Rad unterwegs sind oder wie jetzt mit dem Rucksack. Für alle, die Duschbrocken nicht kennen, Duschbrocken sind eine kompakte 2-in-1-Lösung, also Shampoo und Duschgel in einem, handgepäckfreundlich und auslaufsicher, also perfekt fürs Reisen geeignet. Zudem sind sie biologisch abbaubar und somit unbedenklich auch beim Outdoor-Duschen einsetzbar. Von mir also eine ganz klare Empfehlung, egal ob für zu Hause oder für unterwegs. Momentan gibt es außerdem eine richtig coole Aktion. Mit unserem Code MINI-unterwegs erhaltet ihr beim Kauf des Schaumschlägersets die Duschbrocken-Minis im Wert von 15 € gratis on top. Geht dafür einfach auf www.duschbrocken.de, packt das Schaumschlägerset in den Warenkorb, tippt unseren Rabattcode MINI-unterwegs ein und die Minis werden automatisch kostenlos ergänzt und ihr habt die ganze Bandbreite zum Duschen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit! Und wie hat dir der Ausflug gestern gefallen? Durchwachsen. Manches hat mir besser gefallen, manches schlechter. Ja, war mal eine Tour der anderen Art. Ich glaube, so eine Tour hatte ich noch nie. Du? Ja, ich bin ja eh nicht so ein riesengroßer Freund von so Touren. Ja. Aber hier war es halt nicht anders möglich. Also wenn ich einen Nationalpark besuche, dann habe ich andere Erwartungen quasi. Welche sind das? Ja, dass ich mich frei bewegen kann. Ja. Und dass ich halt sozusagen... Dass du eher so wandern gehst. Ja, dass ich den Nationalpark individuell auf eigene Faust erkunde sozusagen. Ja. Und nicht nur, ich bin ja nicht nur da zum Fotos machen, so, sondern halt, ich will halt auch in der Natur sozusagen sein und auch mal an einem schönen Ort mir ein schönes Plätzchen finden, wo ich dann auch vielleicht für mich alleine bin und dort auch mal einfach verweile und die Natur bestaune sozusagen, weißt du? Und das ist halt hier überhaupt gar nicht so vorgesehen. Und ich glaube, das sind auch gar nicht die Ansprüche der chinesischen Touristen. Ich glaube, es ist für die Masse an Menschen, die kommen, eigentlich richtig so, dass es so ist, wie es ist. Ja. Weil wenn ich mir vorstelle, wenn dieser Nationalpark, wenn du den eigenständig mit einem Auto zum Beispiel erkunden würdest, wenn jeder von diesem Bus mit dem Auto in diesem Nationalpark wäre, wie voll es gewesen wäre. Und es war ja nicht nur ein Bus, sondern irgendwie, keine Ahnung, 10 oder so, voll mit Menschen. Und wenn diese Menschen alle individuell unterwegs wären mit einem eigenen Auto durch diesen Nationalpark, wäre das halt viel mehr Müll,
viel mehr alles. Ja, das So war ist es auf halt jeden- so gebündelt. Ja, ich verstehe das schon. Also es ist halt quasi so unter Naturschutzaspekten ist es auf jeden Ja. Fall sinnvoll, halt auch in einem Land wie China, wo halt extrem viele Menschen auch irgendwie leben. Und ja, du hast ja auch recht, das war ja auch alles sauber. Und dadurch, dass alles irgendwie abgezäunt war und auf so bestimmte Bereiche begrenzt, wo sich dann Menschen gesammelt haben, wurde dort halt ja auch die ganze Zeit aufgeräumt. Das ist ja gut. Aber andererseits, ja, 10 Reisebusse, als wir dann da waren, vollgepackt mit Menschen, das ist viel. Aber bei der Weitläufigkeit des Parks ist es jetzt auch nicht super, super viel im Vergleich zu anderen Nationalparks, die wir in den USA zum Beispiel bereist haben. Da ging es ja, das war ja eher so Fototourismus, würde ich sagen. Also kein aktiver Tourismus. Also so, das war nicht das, was du dir vorgestellt hast, ich gehe jetzt in die Natur und erkunde ein bisschen, sondern das war eher so, ich gucke mir eine Sehenswürdigkeit an, mache Fotos davon und gehe dann weiter. Weißt du? Ja, aber das gibt es ja in jedem anderen Nationalpark auch. Ja. Auf der ganzen Welt. Yosemite, dieser Dome und so. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann ja diese Touren mit den Bussen anbieten und dann fahren da Leute hin und machen nur um Fotos zu machen von irgendwelchen schönen Spots, das wenn die keine stimmt. Zeit haben, zum Beispiel, wenn die irgendwie aus Shanghai hierher fliegen und nur 2 Tage haben, um die Region hier zu erkunden und dann einfach sozusagen schnell alles abklappern wollen. Fair enough, so ist doch alles cool. Aber es gibt ja keine Alternative. Und das ist ja das Problem. Ja, Man kann das nicht stimmt. selber irgendwie, es gibt keine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Und das ist halt, finde ich, schade. Ja. Ja, es ist einfach schade, dass wir uns mit den Leuten hier nicht so austauschen können manchmal, ne? Ja. Dass wir uns auch in der Gruppe so, klar kann man so die Menschen, mit denen wir unterwegs waren, die haben uns schon freundlicherweise so ein paar Sachen übersetzt aber nur so, man kommt halt nicht tiefer, außer auf dieser Basic Area, ne? Ja, aber ganz basic. Sprachbarriere auf jeden Fall schon sehr ärgerlich. Jetzt auch Ich hier. würde ich so bin- gerne Chinesisch können. Das wäre Ja, so cool. ja. Das würde einem so viele Türen eröffnen, wenn man einfach Ja. so. Ja, alleine auch hier jetzt, also so in den Städten auch jetzt rumzulaufen und Ja. wirklich auch mit den Locals zu sprechen. Ich glaube, die Provinz hier ist schon finde ich sehr interessant so, weil die halt so ganz anders ist als das, was man so irgendwie jetzt neuerdings so, also das Bild von Ja. China, das man irgendwie jetzt so auf YouTube und so übermittelt bekommt, ist ja nur Hochglanz, Futurismus und so weiter und so fort, weißt du, aber hier ist halt wirklich ganz normales Leben und auch sehr einfaches Leben und halt auch, ja, mit den Menschen hier ins Gespräch zu kommen, wäre halt super interessant. Ja. Also so, das Ja. wäre halt wirklich cool. Ja. Wenn wir im Westen über China sprechen, blicken wir meist nur auf die Extreme und übersehen das dazwischen. Die einen staunen über Wolkenkratzer und Hochgeschwindigkeitszüge, die anderen schimpfen über Armut und Unterdrückung. Beides ist Teil der Wirklichkeit und wird diesem Land für sich genommen doch nicht gerecht. Denn China ist nicht entweder oder, es ist Widerspruch und Gleichzeitigkeit. Und genau das zeigt sich dort am deutlichsten, wo kaum jemand hinschaut. In einer Stadt wie Changi. Am Rand gelegen, geografisch, ökonomisch, medial. Die Löhne liegen hier weit unter dem Landesdurchschnitt. Und doch wirkt nichts trostlos. Denn Armut ist nicht dasselbe wie Elend und Wohlstand nicht dasselbe wie Glück. Changi steckt voller Reichtum. Nicht nur kulturell, weil die Stadt ein ethnisches Mosaik ist, weil die Seidenstraße Spuren hinterließ und Geschichte liegen blieb, statt überbaut zu werden, sondern auch menschlich. Wir laufen vorbei an Leuten, die Sport treiben, die Karten spielen, durch Parks spazieren und über Märkte schlendern. Sie singen, sie tanzen, sie lachen. Keine Obdachlosigkeit, kein Drogenkonsum, keine sichtbare Gewalt. Ja, die Menschen verdienen hier weniger als in den Megacities. Aber macht sie das automatisch unglücklicher? Auch in Deutschland gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West. Auch bei uns trennt Einkommen, auch bei uns entscheidet Herkunft. Auch bei uns gibt es Regionen, die ökonomisch abgehängt sind. China wird oft für seine soziale Ungleichheit kritisiert. Dabei ist sie bei uns, je nach Maßstab, kaum geringer. Und genau das macht unglücklich. Das zeigen nicht nur Zahlen, sondern Jahrzehnte Armutsforschung. Je größer die Ungleichheit, desto schmerzhafter das Vergleichen, desto tiefer das Gefühl, nicht dazuzugehören. Vielleicht ist es genau das, was Changi so friedlich wirken lässt. Dass sich hier niemand schämt, wenig zu besitzen, weil kaum jemand mehr hat.
Und vielleicht liegt der Fehler unserer Zeit darin, Reichtum nur in Zahlen zu messen und Dinge als Fortschritt zu bezeichnen, die manchmal nur Lärm sind und das Wesentliche übertönen. Guten Morgen, es ist 7:30 Uhr. Wir fahren gleich auf einen Ausflug. Morgens jetzt zu dem Marti-Tempel. Das ist ein Tempel in einem Felsen, wo dann auch so Höhlengänge sind. Genau. Und danach geht es zu den sogenannten Rainbow Mountains. Die Nacht war durchwachsen, es hat ziemlich gewittert. Gefühlt hat das ganze Gebäude gewackelt bei manchen Einschlägen. Und Eugen hat Angst vor Gewitter, ich nicht. Ich kann dann immer ganz gut schlafen. Er ist dann immer sehr aufgeregt und springt auf und guckt, was los ist. Aber ja. Genau, jetzt geht's gleich los. Bin gespannt, was auf uns zukommt, ob die Tour jetzt genauso sein wird wie die davor. Und es ist regnerisch. Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen wärmer anziehen heute mal. Als wir an jenem verregneten Morgen in die Berge fuhren, zu den Matisi-Grotten, diesem jahrhundertealten tibetisch-buddhistischen Tempelkomplex, scrollten wir durch die Kommentare unter unserem ersten China-Video. Die meisten von euch haben uns mal wieder überaus herzliche Worte dagelassen und einige kritische Stimmen gaben uns wertvolle Impulse. Doch hier und da wurden wir daran erinnert, dass wir in einer Diktatur des Urteils leben. In einem kollektiven Zwang, alles und jeden zu moralisieren, Menschen und Länder in Schablonen zu pressen, in die sie nicht passen. Wir glauben zu wissen, wer die Bösewichte sind und wer die Helden, was gut ist und was schlecht. Doch diese Welt ist eben nicht schwarz und weiß. Das war sie noch nie. Und wenn es uns nur noch darum geht, Dinge zu beurteilen, bleibt kein Raum mehr dafür, sie zu verstehen. China ist ein riesiges Land. Hier leben mehr als 30 Millionen Muslime, die größte buddhistische Gemeinschaft weltweit. Und gleichzeitig so viele Atheisten wie nirgendwo sonst. Die Volksrepublik beheimatet mehr als 3-mal so viele Menschen wie die gesamte Europäische Union. Dieses Land ist zersplittert. In Sprachen, in Ethnien, in Regionen. Und die Zentralregierung versucht, dieses Mosaik zusammenzuhalten. Ja, sie tut das mit harter Hand. Aus dem tiefen Bedürfnis nach Einheit und vor allem aus Angst vor Kontrollverlust. Geformt durch koloniale Wunden und den Schmerz der eigenen Geschichte. Vieles daran ist zu kritisieren, aber wir sind nicht hier, um das zu tun. Wir sind nicht hier, um zu richten. Wir reisen nicht, um zu werten, sondern um zu verstehen und sowohl uns selbst wie auch unsere Welt im Spiegel des Fremden neu zu sehen. Die Unterdrückung und Verfolgung der Uiguren in China ist zweifelsfrei menschenverachtend. Doch steckt auch dahinter eine lange und komplexe Geschichte. Und die jüngste Eskalation begann nach einer Reihe blutiger Terroranschläge. Wie haben wir reagiert nach dem 11. September? Wie viele unschuldige Menschen starben in unserem Krieg gegen den Terror und tun es bis heute? Wie viel Freiheit schränken wir ein, wenn Angst sich ausbreitet wie eine Pandemie? Was China in Tibet tut, ist drastisch. Der Staat hat separatistische Bewegungen niedergeschlagen und versucht, eine jahrhundertealte Identität umzuschreiben und an manchen Stellen auszulöschen. Doch auch westliche Demokratien haben unter dem Deckmantel nationaler Einheit Minderheiten unterdrückt, Kulturen zerstört, Sprachen verboten. Frankreich tat es mit den Bretonen und Korsen, Australien, Kanada und die USA mit ihrer eigenen indigenen Bevölkerung. Und Spanien hat die Unabhängigkeitsbemühungen der Katalanen mehrmals unterbunden, führende Politiker inhaftiert und Aktivisten ins Exil getrieben. Es geht mir nicht um Relativierung, nicht darum, Unrecht kleinzureden. Aber nochmals, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Es gibt keine Bösewichte, keine Helden. Nur Menschen, die versuchen, Ordnung in eine Welt zu bringen,
die sich nicht ordnen lässt und dadurch noch mehr Chaos stiften. Dieses Päckchen haben wir alle zu tragen, im Westen wie im Osten. Heute war ein sehr langer Zugfahrtag. Ja. Wir haben die Provinz Gansu verlassen und sind jetzt in der Provinz Shanxi, einem kleinen Örtchen namens Pingyao. Ja, wir sind um 8:20 Uhr kam unser erster Zug in Jiangye. Ja, das heißt, wir sind um 7:30 aufgebrochen und sind jetzt hier um 20 nach 8 angekommen und waren so kurz vor 9 dann in der Unterkunft, waren also insgesamt Ja, 12 Stunden. 12 Stunden fast unterwegs, ja. Ja, die erste Zugfahrt war ja in so einem also nicht in einem Schnellzug, sondern eher in so einer langsamen Bahn, wo man halt auch Schlafkabinen hätte und so weiter. Ja, das war nochmal eine andere Erfahrung, würde ich sagen, als mit dem Schnellzug, weil da war es, ja, als wir drin saßen, habe ich dir ja gesagt, so, okay, hier ist jetzt das echte China, aber alles ist natürlich hier echt. Aber das war irgendwie so raw. Also wir haben da jetzt nicht so viel gefilmt, weil wir wollten den Leuten auch nicht auf den Sack gehen da. Ja, Aber es war schon sehr ein deutlicher Unterschied zwischen den Menschen, die jetzt in den Hochgeschwindigkeitszügen unterwegs sind, was halt eher so die Mittelschicht ist, würde ich sagen, und in diesen Langsamzügen, die halt preislich deutlich niedriger angesiedelt sind. Also die Tickets sind wesentlich günstiger, aber dementsprechend fahren die Züge halt viel langsamer, aber die Strecken sind teilweise auch sehr lang. Also der Zug, mit dem wir gefahren sind, ich weiß nicht, wie viele tausende Kilometer er im Endeffekt zurücklegt, aber er fährt halt quasi komplett vom Nordwesten bis in den Nordosten, mehr oder weniger. Und also es war halt wirklich ethnisch sehr, 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 sehr vielfältig. Die Zugstrecke fand ich auch sehr schön. Es waren halt so, also man ist wirklich durchs Nichts auch gefahren. Es waren durch so Täler, endlose, wo Yaks drin waren. endlose grüne Weiden mit Yaks, mit Ja, hunderten Yaks ja. drauf und hohen Bergen. Also es war halt wirklich sehr beeindruckend landschaftlich und auch im Zug. Also so, es wurde sich gestritten, es wurde gegessen, es wurde geschlafen, es war alles so ein bisschen, ja, nicht so aufgeräumt. Ja, einfach ein bisschen wilder, ne? Ja, genau, einfach, genau. Also ich glaube, viele Menschen in diesen Zügen waren halt auch Wanderarbeiter, die eben, weiß nicht, aus Urümqi zum Beispiel, also auch Uiguren zum Beispiel, die quasi in den Osten des Landes sich auf den Weg gemacht haben, wahrscheinlich für Arbeit. Und also man hat viele Menschen gesehen, die halt mit sehr, sehr vielen Taschen unterwegs waren. Also geht man halt davon aus, dass das da quasi gerade quasi ein Umzug stattfindet, mehr oder weniger. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall sehr interessant.
Sind jetzt schon ziemlich weit im Osten und ist auf den ersten Eindruck sehr, sehr schön hier. Oh, es ist voll schön. Als man hier angekommen ist, hat man richtig gestaunt. Also so jetzt gerade auch so in die Unterkunft und alles ist einfach, Ja, das Örtchen ist, glaube ich, auch ja, ein Weltkulturerbe. Also weil es halt, ja quasi, es ist eine der am besten erhaltensten antiken chinesischen Städte sozusagen. Also hier ist noch komplett die Stadtmauer drumherum und auch von den Gebäuden her und so. Und auch die Unterkunft ist echt super schön in so einem traditionellen Stil. Ist halt so wirklich vielleicht so ein bisschen Klischee-China, wie man sich das irgendwie vorstellt. So. Und ja, bin ich auf jeden Fall, ich freue mich drauf, morgen dann die Stadt zu erkunden. ja, Ja, heute ist man schon echt kaputt. Wir gehen gleich wieder vielleicht noch ein bisschen was essen und dann auch ins Bett. Ne? ja. Pingyao ist eine Stadt, die wirkt wie aus der Zeit gefallen. Ihre Mauern erzählen Geschichten aus einer Ära, als China noch nicht Volksrepublik, sondern Kaiserreich war. Als Händler hier mit Schuldscheinen bezahlten statt mit Alipay und das Örtchen Finanzzentrum war statt Touristenmagnet. Heute ist die Altstadt Weltkulturerbe und gleicht einem Freiluftmuseum. Mit Laternen, Lehmziegeln und Löwenskulpturen. Mit Souvenirshops, Besuchergruppen und Selfie-Sticks. Wie hält man Geschichte lebendig, ohne sie zu konservieren? Wie bewahrt man Tradition, ohne sie in Kulisse zu verwandeln? Fragen, die nicht nur Pingyao beschäftigen, sondern vielleicht ganz China. Denn viele Orte in der Provinz kämpfen mit dem gleichen Problem. Die Jungen ziehen fort in die Megacities. Die Alten bleiben zurück. In Häusern, die einst voller Leben waren und heute von Erinnerung getragen werden. Pingyao schrumpft, wie so viele Orte auf dem Land. Während die Wirtschaft in den Ostküstenmetropolen boomt, altert das Herz Chinas. Jedes 5. Dorf ist inzwischen fast vollständig entvölkert und dennoch hat dieser Ort etwas Tröstliches. Weil hier nicht nur Steine erzählen, sondern Menschen. Weil hier Geschichte nicht nur restauriert, sondern auch weitergeschrieben wird. China ist ein Land im Umbruch, aber auch ein Land der Beharrlichkeit. Ein Land, das versucht, modern zu sein, ohne sich selbst zu verlieren. Und ja, vieles daran ist fremd, zumindest für uns, die aus einer anderen Welt kommen. Aber vielleicht ist genau das der Punkt. Jeder Mensch ist einzigartig und genauso jedes Land. Lebensentwürfe haben keine Einheitsgrößen. Jeder von uns muss sie maßschneidern, damit sie nicht zwicken und rutschen. Und genauso verhält es sich wohl mit politischen Systemen. Wir sollten deshalb aufhören, unseres anderen aufzudrängen. Denn jedes Land muss seinen eigenen Weg gehen. Mit seiner Geschichte, seiner Gesellschaft, seinen Wunden und seinen Stärken. Wir jedenfalls freuen uns, dass unsere Zeit im Reich der Mitte noch nicht vorbei ist. Denn es gibt noch viel zu entdecken. Und so ziehen wir weiter Richtung Osten. Durch diese weite, wilde, wunderschöne Welt.